Meine Low Carb Sweeties, das ist Dr. Slim Low Carb Channel und ihr habt schon gesehen, heute gibt es einen ganz großen Auftritt. Heute gibt es wieder was Süßes, süße Tortenträume und wir machen uns das ganz schlank und ganz schnell. Ihr kennt doch alle den Frankfurter Kranz mit Haselnuss krokant und mit Marmelade gefüllt und schöner Buttercreme und den machen wir uns heute und zwar als Rolle, eine Frankfurter Kranzrolle da machen wir ein Biskuit und für den Biskuit nehmen wir unsere schon bekannten Mehle. Im Brotvideo habe ich die schon vorgestellt und zwar haben wir eine 1:1:1 Mischung aus Gluten, Weizenkleber, aus Lupinmehl und aus heute mal nicht Mandelmehl, sondern wunderbares Kokosmehl, denn wir geben dem Ganzen so ein Kokosflair, noch mit ein bisschen Malibu. Hier haben wir Haselnusskerne, die machen wir uns dann so die Haselnuss-Krokant-Imitation und wir haben unsere Marmeladen. Ihr wisst ja schon, die Aprikosenmarmelade-Video gibt es ja und in allen Torten verwende ich Marmeladen und macht euch einfach Marmeladen davor schon schön parat und dann habt ihr immer was da, um Torten zu machen. Heute habe ich schöne Johannisbeerchen gefunden und die haben ja fast keine Kalorien und auch keine Kohlenhydrate. Die sind ja sauer wie Omas Milch im Kühlschrank. Da habe ich also eine Marmelade draus gemacht. Mit Apfelpektin. Ich habe es ein bisschen fester gehalten, denn wisst ihr, bei so einer Rolle, da müssen wir jetzt schon gucken, dass die Konsistenzen wirklich stimmen, nicht, dass uns das alles rausläuft. Und wir sind ja nicht Koppenrad und Wiese, deswegen wird es ja auch meistens nicht ganz rund, aber wir bemühen uns und am Schluss soll es einfach schmecken. Also, lasst uns starten und zwar mit dem Biskuit. Ich habe noch die ursprüngliche Aprikosenmarmelade und da werden wir den Biskuit auch noch ein bisschen aprikotieren. Aber ich zeige euch das Step by Step, ganz easy. Lasst uns mit dem Biskuit beginnen. Was brauchen wir für unseren schönen Biskuit? Ich habe hier 6 Eierchen, Größe L. Dann habe ich die besprochene Mehlmischung und zwar 50 Gramm. Da müsst ihr dann auch schauen, à la Minute, wie viel ihr braucht. Lieber erstmal weniger und dann könnt ihr immer noch den Rest zugeben. Dann natürlich ein bisschen Salz und Erythrit-Stevia-Mischung. Hier habe ich jetzt mal 100 Gramm auf die 6 Eierchen. Und dann noch Backpulver, ganz wichtig, Orangenschale, Zitronen, Zesten und mein berühmtes Bonbon Vanille. Wisst ihr, ich finde es, ich habe vorher Koppenrad und Wiese erwähnt, ich finde es echt schade, dass die Industrie nicht auch Low-Carb-Torten macht. Googelt mal Low-Carb-Torte, ihr werdet fast nichts finden. Es ist noch nicht bekannt. Und deswegen sind wir hier, um das bekannt zu machen. Und vielleicht können wir es irgendwann mal auch in der Tiefkühltruhe kaufen. Aber zurzeit müssen wir es noch selber machen. Und dann kriegen wir auch den Stolz und die Anerkennung von der ganzen Sippschaft. Also, wir beginnen. Und zwar ganz normaler Biskuit. Eiweiß steif schlagen, Eigelb schaumig rühren, dann verbinden, in Ofen bei 200 Grad 10 Minuten und schon ist unsere Platte fertig. Biskuit macht so viel Spaß und ist so easy. Also wir trennen uns die Eier. Eichen für Eichen. Wenn ihr das dann so weit habt, dann gebt ihr ein bisschen Salz ins Eiweiß
und gebt so, naja, so 50 Gramm hier vom Erythrit ins Eigelb. Und da könnt ihr auch schon die ganzen Aromaten reingeben, unsere Vanille und dann die Zitronenschale. Ihr wisst ja, ich mag's üppig. Es soll ja nach was schmecken. Und das Backpulver, das geben wir uns mal hier in unser Mehlchen rein. Und ich habe da noch, ihr werdet es kaum glauben, Cookie Dough Drops. Bisschen Cookie Dough Aroma. Das können wir uns doch gönnen. Nochmal ein Schüsschen. Sehr schön. Und jetzt verrühren wir das Eigelb schaumig. Und zwar, naja, schon so 3 Minuten. Das muss ganz weißcremig sein. Okay? Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal aufräumen, alles andere vorbereiten. Dann geht's rucksdieflugs und macht den Ofen an. Schaut mal, so gefällt mir das schon wunderbar. Ihr müsst da wirklich lange rühren und guckt mal, dann kommt wirklich, auch mit Erythrit ist es nicht ein Wunder, kommt ein toller Schaum, Eigelbmasse heraus und rucksdieflugs tun wir unser Eiweiß steif schlagen und geben so im Laufe des Steifwerdens dann unser Erythrit rein. Und dann lassen wir noch so 30 Gramm den Rest vom Erythrit hier einlaufen. So, meine Tortenschätzchen. Bitte überschlagt das Eiweiß auch nicht. Das ist schon sehr, sehr perfekt hier. Und was machen wir jetzt? Wir vermischen erstmal unser Mehl mit dem Backpulver. So, das reicht auch schon. Und jetzt geben wir das Mehl hier in die Eimasse und rühren da ein bisschen mit dem Schneebesen und schauen mal, wie viel das verträgt. Ja, da können wir alles reingeben. Schaut mal, und dann haben wir hier so eine Art Vorteig. Ist es nicht einfach und schnell? Und da heben wir jetzt ganz einfach unseren wunderbaren Eischnee unter. Ihr könnt da alles auf einmal schon reingeben. Le voilà. Und jetzt heben wir das geschmeidig unter. Die gelbe Farbe, die kommt vom Lupinenmehl und natürlich von den Eierchen. Aber das schadet ja nicht, oder? Als ob wir Safran reingetan hätten. Lupinenmehl, das neue Safranersatzmittel. Jetzt guckt mal, ist das nicht eine wunderbar luftige Masse? Und da kann auch nichts schief gehen, nur nicht allzu lang schlagen. Habe ich hier meine tolle Dauerbackfolie, die habe ich auch schon über 10 Jahre, hält und hält und hält und klebt nichts an, so Buddha will. Darauf geben wir jetzt diese Masse. Schaut mal. Das ist eine ganz normale Backform. So. Und dann nehmen wir eine Palette oder auch so eine Teigkarte und machen die uns ein bisschen nass. Und jetzt verstreichen wir das. Oh, ist das nicht ein Traum? Das knistert. Schön. Und ich mache das schon einigermaßen gleichmäßig. 100%ig muss es jetzt auch nicht sein. Aber einigermaßen. Die Rolle verzeiht uns viel. So, seht ihr die schönen Luftbläschen? Da arbeitet schon das Backpulver. Das ist unser wunderbarer Biskuit. Seht ihr, der hält, der ist standfest, den können wir in der Luft drehen. Alles gut. Und den packen wir jetzt in den Ofen bei 190 Grad für 10 Minuten auf mittlerer Schiene Umluft. Und dann kann es schon weitergehen. Da drin ist er.
Der Biskuit, der blubbelt vor sich hin und ich freue mich schon und ich habe auch schon ein Hüngerchen. Nur meine gute Busenfreundin, ich weiß nicht, ob die Zeit hat. Die ist ja auch eine Tango Queen. Nee, das ist Flamenco. Die ist auch eine Tango Queen. Zack, zack. Und da hat sie irgendwie Auftritte. Naja, ich hoffe, sie kommt noch. Ansonsten müssen wir eben miteinander Vorlieb nehmen hier in diesem Theater. Und schaut mal, guckt mal, schon wieder ein Kilochen weg. Vielleicht brauche ich schon wieder ein neues Kochjäckchen. Who knows? Also, lasst uns die Creme machen. Genug hier, es ist ein ernstes Business mit Torten. Wir machen heute ein bisschen mehr Creme, denn wir tun auf dem Biskuit eine schöne dicke Schicht machen und umhüllen dann nachher natürlich noch unsere Biskuitrolle, wenn sie abgekühlt ist, und machen dann unsere Haselnüsschen außen drauf. Deswegen nehmen wir diesmal 400 Milliliter Rama und ich habe hier gefunden Exquisa Zero Kokos. Ja, das passt doch zu unserem Malibu, zu unserem Kokosmehl. Den findet ihr gerade auch überall. Ansonsten nehmt ihr halt Vanille oder im normalen und macht noch mehr Vanille rein. So, ich habe hier diesmal 4 Blättchen Gelatine schon eingeweicht. Die brauchen wir. Und wir geben ein bisschen von diesem Malibu dazu. Und die Gelatine wird hinten gerade aufgelöst. In der Zwischenzeit rühren wir unser Sahne, Low-Fat-Sahne hier bitte schön steif, damit wir sie dann mit dem Quark-Gelatine-Gemisch vereinigen können. Und schon haben wir unsere sensationelle Buttercreme-Ersatz. Meine Schätzchen, während hier die Sahne noch läuft, ist der Biskuit schon fertig. Schaut mal, der ist wunderbar braun geworden und um den kümmern wir uns kurz mal. Das heißt, wir packen ihn einfach hier runter von dem Blech. Legen ein anderes Backpapier drüber oder diese Dauerbackfolie und machen unseren berühmten Move. Putsch! Und ziehen die schöne Backfolie ab. Schaut mal, da hängt fast nichts dran und wir haben unsere Platte, die lassen wir ein bisschen auskühlen und machen währenddessen mit der Creme weiter. Unsere Sahne ist steif geschlagen, dann kümmern wir uns um die Magerquark-Komponente. Ich habe hier schon mal 2 Spritzbeutel vorbereitet, nachher zum Ausdekorieren und zum Befüllen unserer schönen Biskuitplatte. Wir geben dazu diesen Quark. Naja, ich tue ein bisschen das Wasser noch abgießen. Naja, ist kaum wässrig. Wir geben den Quark hier rein in das Schüsselchen. Das duftet schon nach Kokos und nach Biskuit. Oh, schade, dass wir keine Geruchsküche haben. Aber ich bin dran, ich arbeite dran, das auch zu realisieren. Was tut man nicht alles in der One-Man-Show? Okay, Quark ist drin. Dann geht unser Moninsirup rein, 30, 40 Milliliter. Und dann nochmal 30 Gramm Erythrit. Dann unsere Zitronenschale hier bitte rein, unsere Vanillearomen und ein Schüsschen von der Zitrone und etwas Buttervanille. Oh, ist das nicht toll. Oh, wenn ich nur immer backen könnte und danach auch probieren. Dann hier unsere aufgelöste Gelatine. Die geben wir dann auch hier hinein. Und ich habe noch, ihr wisst ja, ich übertreibe gerne, noch eine Spur Tonkabohne. Die geben wir mal gleich in die Sahne. Oh, schöne Rum-Vanillenoten. Eine halbe reicht da. Okay, wir wollen ja auch nicht übertreiben. So, jetzt kommt der Gelatine-Move. Und zwar verrühren wir erstmal hier das Ganze. Das doch schon mal.
Mega schön. Und dann lassen wir in einem Strahl hier die Gelatine einfließen. Ihr müsst da nur schnell rühren, dann kann auch gar nichts passieren. Und mit dem Tuch drunter, dann wackelt es nicht ganz so sehr. So. Guck mal, das zieht jetzt schon an. Das merke ich schon. Und deswegen heißt es gleich für unsere Sahne rein. Oder machen wir es andersrum. Das Schüsselchen scheint mir etwas klein zu sein. Machen wir es andersrum. Geben wir hier diese Creme rein und verrühren das Ganze. Seid mutig beim Backen. Es soll doch auch Spaß machen. Und mit mir habt ihr eigentlich die Gelinggarantie. Dr. Slim garantiert euch, das wird was. Oh, jetzt schaut mal hier diese wunderbare Creme. Oh, so. Jetzt fülle ich sie doch wieder um, denn sie soll ja auch in den Kühlschrank. Seht ihr, da müsst ihr gar nicht viel machen. Die vereinigt sich von ganz alleine. Und bitte nehmt eiskalte Zutaten, vor allem im Sommer, sonst dauert es ewig, bis die dann nachher anzieht. So, toll. Und die soll auch wirklich jetzt richtig fest werden, denn sonst, wie gesagt, läuft uns alles davon in unserer schönen Biskuitmatte. Und schaut mal, die ist relativ stabil. Ihr müsst die auch nicht vorher jetzt aufrollen. Also die ist stabil und trotzdem noch beweglich. Das ist gut so. Deckt sie dann nochmal mit einem Tüchlein ab. Und ich bereite schon mal hier unsere Spritzbeutel vor. Jetzt machen wir noch zwei kleine Moves. Und zwar habe ich ein Handtuch vorbereitet. Zur Sicherheit nochmal eine Klarsichtfolie und meine Dauerbackfolie. Und da drehen wir uns den nochmal drauf. So, très bien. Und dann können wir das nachher nehmen, um zu bestreichen. Und in der Vorbereitung tun wir uns die Aprikosenmarmelade mal hier raus. Die hat schon eine ganz tolle Konsistenz. Seht ihr mal. Oh, das haben wir gut gemacht in dem Aprikosenvideo. So, das nehmen wir dann als Aprikotur à la Minute. Und wir geben etwas von der tollen Johannisbeermarmelade geben wir hier rein, dass wir dann auch elegant mit dem Spritzbeutel dann arbeiten können. Einmal. Und den Rest geben wir uns hier rein. Vielleicht brauchen wir auch nicht alles, aber sicher ist sicher. So, zum Verstreichen nachher. Aber das zeige ich euch natürlich en Detail. Also, wir sehen uns gleich wieder fürs Rollen und fürs Finishing. Aber die Creme muss nur etwas abkühlen. Deswegen müssen wir einen kleinen Break machen. Commercial! See you! Meine Mäuselchen, ist es nicht eine Pracht? Das ist das Schönste am Tortenbacken. Jetzt können wir sie finishen. Dann geht sie in die Kühlung. Ich packe sie sogar ins Eisfach und nachher gehen wir mit dem Spritzbeutel dann drüber und verzieren sie und geben dann ein bisschen von unseren Haselnüsschen dazu. Die zeige ich euch gleich, wie wir die dann so als Haselnuss-krokant imitieren. Und schaut mal hier, das ist ein Grubentuch, so ein klassisches Kochtuch und die gibt's jetzt auch in rosa und in grün. Ist das nicht toll? Für die Backfee, dass sie sich auch wohlfühlt. Also, unser Biskuit, schaut mal, der ist hier und der ist immer noch beweglich. Wir heben den nochmal an, dass uns da auch nichts anbrennt. Und der ist ein bisschen unruhig an den Kanten, aber das macht uns nichts. Wir schneiden am Schluss einfach dieses Endstück ab, so wie bei einer Sushi-Rolle, und dann haben wir eine perfekte Rolle. Und hier unsere Creme, schaut mal, die ist jetzt schon ganz toll angedickt und so brauchen wir sie, dass wir das hier auch schön rollen können. Wir beginnen, indem wir einfach hier unten ein bisschen freilassen
und dann hier unsere Aprikotur aufbringen. Die versiegelt den Biskuit und gibt Feuchtigkeit und Geschmack. So. Hier unten schneide ich aber doch ein bisschen ab, dass das wenigstens hier unten etwas gerade wird. Die kleinen Teilchen, die hebe ich mir auf, nachher zum Naschen. So, jetzt haben wir es aprikotiert, noch ein bisschen. Schaut mal. Und jetzt geben wir unsere Aprikosen, unsere Johannisbeerschicht drüber. So, den Teil lassen wir uns hier frei. Schaut mal, nehmt am besten auch so eine Palette und verstreicht es schön. Très bien. Und hier unten, das habe ich ja auch in den Spritzbeutel gefüllt, schneiden wir uns einfach auch ab. Und unten machen wir uns so eine dicke Wulst. Seht ihr? Und da packen wir dann so einen Cremerand drauf. Ihr könnt es auch mit dem Spritzbeutel machen. Nur da habe ich jetzt nur so viel drin nachher für die Garnierung. Schaut mal. Und den Rest, den verstreichen wir uns jetzt hier auf der Biskuitmatte. So, und lasst vorne wirklich frei, weil die Creme drückt es dann so ein bisschen raus, wenn wir sie aufrollen. Kommt der spannende Moment. Jetzt rollen wir das Ganze. Schaut mal. Am Anfang helfe ich noch wegen der inneren Füllung hier. Und dann lasse ich einfach hier die Matte ihr Werk tun. Schaut mal. Und auf der Kante unten lassen wir es dann liegen und rollen es jetzt hier wunderbar in unsere Folie ein. Und wie gesagt, richtig rund wird das Ding nie, aber in Anlehnung an rund. Wir nehmen das Baby und packen es hier hinein. Guckt mal. Und dass die auch schön rund wird, tue ich jetzt hier noch ein bisschen ein Tuch rein. Dann sind wir einigermaßen rund nachher. So. Le voilà. Das Schätzchen geht jetzt in die Kühlung und darf so 1-2 Stunden wirklich gut durchziehen im Gefrierfach und im Kühlschrank, so 4 Stunden. Okay, die Rolle ist in der Kühlung und wir bereiten kurz das Haselnuss-Krokant vor. Und zwar habe ich hier diese gerösteten Haselnüsse genommen. Ihr könnt auch selber rösten, hier leicht geröstet. Und die habe ich in Karamellsirup eingelegt, jetzt über Nacht. Ihr könnt es jetzt auch in der Kühlzeit noch machen. Und ein bisschen mit Erythrit und Moninsirup eben versetzt. Und die geben wir jetzt hier raus. Ja, die haben schön durchgezogen, schaut mal. Und jetzt müssen wir sie aber noch ein bisschen trocken legen. Und dann nehme ich einfach ein bisschen hier von dem Puderzucker. Erythrit-Puderzucker natürlich. Schaut mal. Und hier auch noch von dem normalen Erythrit. Und mischt das so ein bisschen durch. So, die sind schon noch ein bisschen feucht jetzt, aber wir können sie jetzt nehmen und können sie nachher einfach drüber streuen
über unsere dann mit der restlichen Creme eingestrichenen Rolle. Und als besonderen Clou tun wir ein bisschen rosa Pfeffer rein. Warum nicht? Oder? Sieht aus wie Johannisbeeren, ist aber keine. Und gibt den ganz besonderen Sterne-Touch zu unserem Low-Carb-Röllchen. Oh, I love it. Ihr Zuckerpuppen, es ist soweit. Finishing. Die kommt jetzt, in eine Stunde war sie jetzt in der Tiefkühle, die Rolle. Wir nehmen jetzt hier Johannisbeerchen noch zur Deko, einen kleinen Schmetterling. Ich habe hier kleine Hearts, bisschen Herz brauchen wir drauf und hier Blütchen und etwas Silberstaub und unseren rosa Pfeffer und noch ein bisschen von der Marmelade. So. Dann kann es losgehen. Schaut mal. Ich habe hier meine Rolle schön in Biskuit eingepackt. Sieht doch gut aus, unser Baby. Das aprikotieren wir uns noch ein wenig. Schaut mal. Schneiden wir uns gleich mal die Enden gerade. Hier mit so einem kleinen Schnitt. Zack. Na, guckt mal, sieht doch schon appetitlich aus. Und hier machen wir auch noch so einen Schnitt. Oh, lala. Also es geht viel schneller bei der Torte. Man sieht schon hier tolle Resultate. Okay, dann packen wir uns die ganze Geschichte einfach hier auf unser vorbereitetes Tablett. Machen wir es am besten. Ich habe hier einen Tortenretter. Fahren wir den drunter und rüber. Seid doch mutig. Guckt mal. Ich habe da noch hier so ein bisschen ein Backpapier zugeschnitten. Nicht, dass mir das dann an dieser schönen Spitzenbordüre nachher hängt. Und jetzt dekorieren wir weiter. Und zwar nehmen wir unser Spritzbeutelchen und machen mal hier einen schönen Strich. Und die Striche machen wir einfach weiter. Mutig, mutig. Und durch die Aprikosenmarmelade hält es auch ganz toll. Guckt mal. Da machen wir auch noch so ein Strichlein hin. Oh. Und hier. Da. Und jetzt machen wir uns oben noch tupfen. Dupdidup. Le voilà. Guckt mal. Dann haben wir ja noch unsere Haselnüsschen. Ich habe die ein bisschen im Ofen drin. Kinder, das duftet. Das duftet hier wie Haselnusskrokant, aber es ist gar keiner. Dann geben wir hier dazwischen noch ein bisschen von unserer Marmelade. Und etwas von unseren frischen Johannisbeerchen. Ein paar Herzchen. Unser Schmetterlingchen. Noch ein paar Blüten. Hier eine Blüte. Da was. Jetzt guckt euch den Traum an.
Und Silberstaub. Guckt mal. Oh, jetzt flittert's wieder hier. Da freue ich mich schon gleich auf meinen kleinen Auftritt. So, jetzt haben wir hier dieses Prachtgebilde. Das geht in den Kühlschrank und wieder, ja, 2-3 Stunden, dann ist es fertig. Aber auch noch nach 3-4 Tagen. Wunderbar, das hält sich. Ist es nicht toll? Ist es nicht tragisch schön? Meine Logartner-Schkätzchen, meine Busenfreundin, ihr wisst doch, ich bin die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe und meine beste Busenfreundin, die lässt sich hier die Frankfurter Rolle entgehen, die ist nämlich beim Tanzen. Also muss ich hier jetzt herhalten, aber das macht ja nichts. Ich schaff das. Ich will euch noch kurz ans Herz legen, was auch toll dazu passen würde, hier aus den Zero-Getränken aus dem Video, diese eiskalte Latte, also ich lege es euch wärmstens ans Herz, diese eiskalte Karamelllatte und hier unser Energy Green Tea Zero. Aber jetzt, oh, ein Schmetterlingchen, I love it. Jetzt befasse ich mich mal mit diesem Johannisbeertraum hier. Also aussehen finde ich tut schon mal sehr schön. Und jetzt nehme ich mal hier ein bisschen. Oh, der rote Pfeffer. Oh, und riecht. That's it. Das ist der Oberburner. Leichte Kokosaromen. Oh, der Biskuit ganz zart. Schaumig, luftig, delikat. Sommerlich. My darlings, this is a must. Du musst das probieren. Oh, ich kann mich nicht beherrschen. Ich nehme nochmal eins. Gorgeous. It's gorgeous. Oh, ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss doch noch mal rein. Oh. Darling, schaut euch das an. It's unbelievable. It's a dream. It's a dream. A lovely dream. Ihr macht euch keine Vorstellung. Eine gute Freundin von mir wird sagen, der hat diese Rolle weginhaliert. Oh, das ist so gut. Sterne verdächtig, sage ich ja nur. Sterne verdächtig, ganz dringend. Here's a little cake I wrote. You might want to bake it note for note, so don't worry.
I help you. In every cake we have some bubble. When you worry you make it double. Don't worry, I help you. Don't worry, be happy. Don't worry, it's every mistake. I fix it for you. You just message me and give some YouTube comment and then everything will be fine, okay? Oh, everything will be fine. Ain't no place to finish my bake. Somebody came and took my cake. Don't worry, just bake another. The timer says your cake is ready. You might have done it steady. Don't worry, keep on baking. Don't worry, keep on baking. Don't worry, you're just gonna keep on baking. Just bake whatever there is. Bake cakes, bake pies, and make savory dishes. Oh, it's so lovely here with Dr. Slim. Because here you learn it, here you're right. Oh, come on, sing with me. This is the right place to be, and everybody should be a part of Dr. Slim. Well, that's right. So don't worry, be happy, and keep on baking. I keep on baking every night. I do it because it's fun for me. I keep on baking. Oh, I love it. And you better give me your love too. Give it to me. And keep on singing. Ooh. And don't forget to subscribe. Thank you.